Ich zeige dir in diesem Video, was genau eine Eckenfeile ist, wie du sie richtig anwendest und warum es auch so wichtig ist, die Nagelecken von den Zehennägeln nicht herauszuschneiden, sondern nur ganz leicht abzurunden. Wir fangen auch gleich mit der Behandlung an. So sehen die Zehennägel aus. Ich habe sie im Vorfeld mit einer Nagelzange entsprechend gekürzt, aber die Nagelecken noch nicht bearbeitet. Ich nehme jetzt einen Eckenheber, auch Exkavator genannt, und fahre mit diesem durch den Nagelfalz und hebe die Nagelecken leicht an. Damit kann man sehr gut sehen, welche Nagelecken einfach noch zu spitz sind. Diese müssen dann unbedingt bearbeitet werden, damit die spitzen Nagelecken nachher nicht zu Problemen im Nagelfalz führen. Das ist im Übrigen die Eckenfeile. Diese hat zwei Seiten, eine gerade und auf der anderen Seite eine gebogene. Man verwendet bei der Eckenfeile die sogenannte Stifthaltung, was bedeutet, ich halte die Feile so in der Hand, als würde ich einen Stift, beispielsweise einen Bleistift halten. Hier sieht man, dass die Eckenfeile wirklich sehr fein geformt ist und somit auch ideal dafür geeignet ist, um bei Bedarf auch tiefer in den Nagelfalz hereinzufahren. Ich beginne jetzt mit der Anwendung. Dazu setze ich die Eckenfeile direkt an die Nagelecke an, übe einen leichten Druck auf den Nagel aus und mache kleine Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen, genauso wie man es eigentlich auch von anderen Nagelfeilen her kennt. Wie man hier sehen kann, entfernt die Nagelfeile nur wenig Nagelmaterial. Man muss also keine Sorge haben, dass man zu viel von der Nagelecke entfernt. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Wenn zu viel von der Nagelecke entfernt wird, kann es eben zu Problemen führen, wenn der Nagel später wieder vorwächst. Warum das so ist und wieso herausgeschnittene Nagelecken später auch zu eingewachsenen Nägeln führen können, das erkläre ich euch im letzten Teil des Videos, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Ob du die gerade oder die gebogene Seite der Eckenfeile verwendest, ist im Übrigen vollkommen dir überlassen. Es ist hier nämlich nicht so wie bei anderen Nagelfeilen, dass es eine feine und eine grobe Seite gibt. Hier sind beide Seiten identisch. Der einzige Unterschied ist, dass die eine Seite leicht gebogen ist. Wie du sehen kannst, wechsle ich die beiden Seiten auch immer mal wieder ab. Das kommt für mich immer ganz darauf an, wie gut ich an die jeweilige Nagelecke herankomme. Ich bearbeite jetzt nacheinander alle Nägel so mit der Eckenfeile, wie ich es euch im Vorfeld erklärt habe. Das bedeutet, ich setze die Eckenfeile an der jeweiligen Nagelecke an, übe einen leichten Druck auf den Nagel aus und führe mit der Feile dann kleine Vor- und Rückwärtsbewegungen aus, so lange bis die Nagelecke leicht abgerundet ist. Wo ihr die Eckenfeile und auch einen Eckenheber kaufen könnt, habe ich euch übrigens unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung verlinkt.
sieht es jetzt aus, wenn alle Nagelecken mit der Eckenfeile bearbeitet wurden. Ich nehme jetzt etwas Hautdesinfektionsmittel, das ist übrigens auch sehr gut geeignet, um beispielsweise Nagelhaut oder auch vorhandene Hornhaut im Nagelfalz aufzuweichen, und anschließend fahren wir jetzt durch jede Nagelecke bzw. durch jeden Nagelfalz mit dem Eckenheber durch. Das Durchfahren bzw. das Kontrollieren mit dem Eckenheber ist ein sehr wichtiger Teil bei der Fußpflegebehandlung und sollte auf gar keinen Fall ausgelassen werden. Wie vorher schon erwähnt, kann ich hiermit einfach die Nagelecke sehr gut anheben und sehe, ob sie irgendwo vielleicht doch noch zu spitz ist, ob ich irgendwo noch nacharbeiten muss. Außerdem entferne ich beim Durchfahren mit dem Eckenheber auch gleichzeitig abgestorbene Hautschüppchen und vorhandene Hornhaut im Nagelfalz. Da ich jetzt doch noch die ein oder andere Nagelecke entdeckt habe, an der ich nacharbeiten muss, weil sie teilweise noch etwas zu spitz war, was man auch sehr gut daran merkt, wenn der Eckenheber einfach so ein bisschen an der Ecke hakt, arbeite ich diese Ecken jetzt mit der Feile noch einmal nach. Jetzt kontrolliere ich die Ecken noch einmal und merke, dass es jetzt sehr gut aussieht. Ich habe hier keine spitzen Nagelecken mehr, es stört mich nichts mehr und somit ist die Behandlung mit der Eckenfeile auch beendet. So sieht es nach der Behandlung aus und jetzt kommen, wie vorher schon erwähnt, noch ein paar wichtige Hinweise. Wenn ich die Nagelecken, wie jetzt hier gezeigt, herausschneiden würde und dann mit meinem Gewicht auf meinem Fuß stehe, übt der Nagel keinen Gegendruck mehr auf das Zehengewebe aus. Das Zehengewebe wölbt sich nach oben und sobald die Nagelecke vorwächst, kann sie in das Gewebe einwachsen. Auf keinen Fall sollte man die Nagelecken gar nicht bearbeiten und spitze Ecken einfach stehen lassen. Das führt auch zu Problemen, wenn ich beispielsweise Socken und einen Schuh anhabe, werden die Zehen zusammengedrückt, ich bekomme von der Außenseite Druck auf den Zeh und vom Nachbarzeh und diese spitze Nagelecke kann dann ebenfalls in das Gewebe einwachsen. Es ist daher sehr wichtig, die Nagelecken eben nicht herauszuschneiden, sondern nur leicht abzurunden und dafür ist, wie man gerade sehen konnte, die Eckenfeile wirklich ideal geeignet. Ihr habt also gesehen, die Eckenfeile ist wirklich super dafür geeignet, um die Nagelecken abzurunden, ohne dass man Sorge haben muss, dass man zu viel von der Ecke entfernt. Denn die Eckenfeile trägt wirklich nur wenig Material ab. Es ist nämlich sehr wichtig, dass die Nagelecke nicht herausgeschnitten wird und auch nicht zu viel Material entfernt wird. Denn es kann sonst zu Problemen kommen, wenn die Ecke wieder vorwächst, dann kann sie in das Zehengewebe einwachsen. Warum das so ist, das habe ich mal ausführlich erklärt in meinem Video Fußnägel richtig schneiden. Wenn dich das Thema Nagelecken und eingewachsene Nägel also interessiert, dann schau dieses Video gerne mal an. Oberhalb von diesem Video hier ist es eingeblendet und du findest es auch unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Deswegen ist es so wichtig, die richtigen Instrumente für die Nagelecken zu verwenden. Ich benutze sehr gern eben die Eckenzange oder auch die Eckenfeile. Beide wurden speziell für die Nagelecken entwickelt und man läuft nicht Gefahr, wie beispielsweise bei einer normalen Nagelzange, dass man zu viel von der Nagelecke wegschneidet. Mit der Eckenzange oder auch wie heute gezeigt mit der Eckenfeile kann ich die Ecken wirklich super gut minimalst abrunden und ich laufe einfach nicht Gefahr, zu viel Material zu entfernen, so dass ich nachher beim Vorwachsen dann auch keine Probleme bekomme. Wo du Eckenfeilen kaufen kannst, das verlinke ich dir unterhalb von diesem Video hier in der Videobeschreibung, also schau da gerne mal rein. Sollten noch offene Fragen da sein, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.